Throttle, Propeller und Mixture, das sind im Cockpit nicht einfach nur Hebel, sondern die Seele jedes GA-Fluggerätes. Und genau dieses Gefühl will Honeycomb Aeronautical mit dem neuen Sierra TPM-Modul jetzt auf den Schreibtisch bringen. Präzise, mechanisch und mit allem, was dazugehört. Fein einstellbare Mechanismen, Trim-Wheel, Fahrwerkshebel mit LED-Anzeige und sogar Flaps und Parkbremse. Das Ziel? Realismus in jeder Bewegung. Doch wie fühlt sich das Ganze denn jetzt an? Für wen lohnt sich das Modul und wie reiht es sich ins bestehende Honeycomb-Ökosystem ein? Wir sehen uns das heute im Detail an und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Ich konnte das Sierra TPM bereits im April auf der diesjährigen Aero 2025 in Friedrichshafen selbst testen. Und das war etwas Besonderes, denn Honeycomb hatte dort einen von weltweit nur 2 Prototypen ausgestellt und ich durfte das Modul direkt am Stand ausprobieren. Schon da war klar, das Ding hat Potenzial. Das Sierra TPM ist Honeycombs Antwort auf alle, die in der virtuellen Fliegerei nach einer realistischen Engine Control für klassische GA-Flugzeuge suchen. Also beispielsweise die Cessna 172, Piper Archer, Beechcraft Bonanza. All die typischen Maschinen, bei denen Throttle, Propeller und Mixture über sogenannte Vernier-Regler bedient werden. Diese kleinen Drehknöpfe ermöglichen eine extrem feine Steuerung, nicht nur rein und rausdrücken wie beim klassischen Schubhebel, sondern durch Drehbewegungen millimetergenau trimmen. Das Ganze basiert auf einem Vollmetallmechanismus, was für Stabilität sorgt und auch bei längeren Flügen oder im Approach ein sattes mechanisches Feedback gibt. Kurz gesagt, das Sierra TPM bringt den typischen GA-Flair auf den Schreibtisch. Und das in einer sehr kompakten Form. Das Panel besteht aus einer soliden Frontplatte mit 3 Metallachsen für Throttle, Propeller und Mixture. Alle Schubregler sind aus Vollmetall. Der Throttle lässt sich wie beim echten Flugzeug arretieren über eine kleine Schraube am Schaft. Je nachdem, wie fest man diese zieht, verändert sich auch der Widerstand im Schubregler. Propeller und Mixture hingegen haben zusätzlich die Vernier-Feinverstellung, also die Möglichkeit durch Drehen minimalen Schub oder eine exakte Gemischanpassung vorzunehmen. Dazu kommen einige clever integrierte Extras. Ein Trim-Wheel mit feiner Rasterung, ein Flaps-Hebel mit klar spürbaren Raststufen, perfekt für die Landungsvorbereitung. Eine Parkbremse, physisch am Panel und robust im Druckpunkt. Und ein Fahrwerkshebel mit LED-Statusanzeigen, der in verschiedenen Farben den Fahrwerkszustand anzeigt. Diese Kombination macht das Sierra TPM zu weit mehr als nur einem Engine Control Panel. Im Grunde ist es ein kleines Cockpit-Modul für sich. Anschließen lässt sich das Ganze über USB-C auf USB-A 2.0. Das Kabel ist im Lieferumfang enthalten und hat eine Länge von 150 cm. In vielen Fällen wird das von der Länge her ausreichend sein, in meinem jedoch ist es etwas kurz. Mein Bedarf läge hier bei 250 cm. Es funktioniert Plug and Play am PC und Mac OS, ist also sofort in Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 oder auch X-Plane einsatzbereit. Alle Achsen und Schalter werden direkt erkannt. In Microsoft Flight Simulator 2024 und 2020 taucht das Panel als eigenständiges Gerät auf, sodass du die Achsen manuell sofort zuordnen kannst. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos ist das Sierra TPM ausschließlich mit PC und Mac OS kompatibel und nicht mit Konsolen. Also leider weder mit Xbox noch PlayStation. Wünschenswert wäre hier eine entsprechende Umsetzung. Sobald es hierzu Entwicklungen geben sollte, erfahrt ihr es selbstverständlich hier auf meinem Kanal. Die Verarbeitung und Haptik ist typisch Honeycomb. Alles wirkt solide und wertig. Die Metallachsen laufen stabil, ohne Spiel. Die Drehbewegung der Verniers ist präzise und mit spürbarem Widerstand. Gerade bei Propeller und Gemischkontrolle merkt man, dass hier viel Liebe ins Detail geflossen ist.
Das Trimwheel ist fein gerastert und fühlt sich deutlich hochwertiger an als bei vielen Billigpanels. Auch am Trimwheel haben wir ordentlich Widerstand und wer beispielsweise das Wheel des Velocity One Flight von Turtle Beach kennt, der weiß, wie es sich in etwa anfühlt. Auch die Schalter und Hebel, etwa für Flaps und Parkbremse, klicken sauber und geben dir ein sehr gutes Cockpit-Feedback. Ein optisches Highlight ist definitiv der Fahrwerkshebel mit LED-Beleuchtung. Das ist nicht nur Spielerei, die LEDs wechseln je nach Stellung, was richtig Atmosphäre schafft. Man merkt also, das Sierra TPM will kein Plastikspielzeug sein, sondern ein professionell anmutendes GA-Bedienpanel. Für einen umfangreicheren Eindruck zur Haptik hier ein paar Soundaufnahmen. Im Karton liegt neben dem Modul selbst eine Dual-Mounting-Lösung bei. Das bedeutet, du kannst das TPM wahlweise mit der Halteplatte und Schrauben fixieren, beispielsweise innerhalb deines Sim-Rigs, oder mit der Halteplatte auf den Tisch klemmen, je nach Cockpitaufbau. Auch die Klammern liegen bei und nehmen Tischplatten mit einer Stärke von bis zu 55 cm auf. Das Verbindungskabel ist komplett abnehmbar, was gerade für Sim-Rigs praktisch ist, die regelmäßig umgebaut werden. Ein Quick-Start Guide liegt bei auf Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch und die Installation am PC ist kinderleicht. Anschließen, kalibrieren, Achsen zuweisen, fertig. Lediglich für die Zuweisung der Steuerung, beispielsweise im Microsoft Flight Simulator 2024, benötigt man etwas Zeit. Einmal erstellt und abgespeichert ist dann aber auch das ein Selbstläufer. Ich höre und lese immer wieder, dass dieser Punkt als zu kompliziert oder dergleichen beschrieben wird und man hier gerne Standardprofile hätte, die bereits hinterlegt sind. Es trägt jedoch meiner Meinung nach definitiv dazu bei, den Microsoft Flight Simulator besser zu verstehen, wenn man sich um seine Steuerung aktiv selbst kümmern muss und man sich mit diesem Thema beschäftigt. Als Anhaltspunkt habe ich euch hier mein Profil geöffnet mit den entsprechenden Zuweisungen. Wer möchte, kann sich gerne daran orientieren. Das Sierra TPM wird offiziell seit dem 31. Oktober 2025 ausgeliefert. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 249,99 €, was angesichts der Funktionsdichte und Verarbeitung meiner Meinung nach fair ist. Ich habe das Sierra TPM inzwischen ausführlich getestet und im Alltagseinsatz erlebt, wie viel Feinschliff in diesem Modul steckt. Seit dem ersten Anschließen läuft es bei mir regelmäßig im Microsoft Flight Simulator 2024 gekoppelt, beispielsweise mit dem Alpha Yoke Lite, und das Gesamtpaket macht richtig Laune. Was mir als erstes aufgefallen ist: Die Mechanik der Vernier-Regler ist exakt so präzise, wie ich sie damals schon auf der Aero 2025 am Prototypen gespürt habe, vielleicht sogar noch etwas geschmeidiger.
Gerade beim Propeller-Pitch oder der Gemischanpassung kann man in winzigen Schritten arbeiten, ohne dass es ruckelt oder nachfedert. Das macht sich besonders im Steigflug oder bei längeren Cruise-Phasen bemerkbar. Man spürt sofort, wenn der Motor sauber läuft. Bei keiner von mir zuvor verwendeten Hardware konnte ich das jemals so genau einstellen. Auch das Trim-Wheel ist ein echtes Highlight. Es hat eine angenehme Schwergängigkeit, bietet präzise Rückmeldung und ist beim feinen Trimmen einfach Gold wert. Man kann die Maschine wunderbar feinfühlig ausbalancieren. Die zusätzlichen Bedienelemente, Flapshebel, Parkbremse und der Fahrwerkshebel mit LED-Status arbeiten absolut zuverlässig. Lediglich die LED-Statusanzeige für den Fahrwerkshebel funktionierte zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos noch nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass dieses Feature in Kürze verfügbar sein wird es doch schließlich am Bravo Throttle schon seit Jahren so umgesetzt. Ich werde euch den Stand dazu als ergänzende Information in den ersten Kommentar hier unter diesem Video anpinnen und euch dazu auf dem Laufenden halten. Bei der Verarbeitung zeigt sich Honeycomb von seiner besten Seite. Kein Wackeln, keine Spielerei, alles sitzt fest. Was mir besonders gefällt, die Haptik ist durchgängig konsistent. Throttle, Propeller und Mixture fühlen sich unterschiedlich an. Der Throttle läuft linear, die beiden anderen leicht gedämpft, was das Bedienen sehr intuitiv macht. Unterm Strich, das Sierra TPM hat mich im Alltagstest wirklich überzeugt. Es ist zuverlässig, präzise und gibt einem dieses echte Gefühl, mit Motorleistung zu arbeiten, nicht mit einem Schieberegler. Ich würde sagen, wer regelmäßig GA fliegt, bekommt hier genau das Panel, das im Setup bisher gefehlt hat. Das Honeycomb Sierra TPM ist mehr als nur eine neue Steuerkonsole, es ist das fehlende Bindeglied zwischen realistischer Engine Control und Cockpit-Haptik. Gerade für alle, die in der virtuellen Fliegerei Cessnas, Pipers und Bonanzas fliegen, ist das ein enormer Qualitätssprung. Trimmen, Klappen, Bremsen, Fahren, alles mit echten Hebeln, alles spürbar. Und das Ganze im vertrauten Honeycomb-Look, der perfekt zu Alpha und Bravo passt. Wenn du das Panel selbst ausprobierst oder vorbestellt hast, schreib mir unten bitte in die Kommentare, wie dein erster Eindruck ist. Gerne auch jederzeit Ergänzungen und Fragen zum Thema. Alle relevanten Links findest du natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Gebe zur Unterstützung dieses Kanals gerne einen Daumen nach oben und wenn du keine News aus der virtuellen Fliegerei verpassen möchtest, dann abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und bleib mit mir auf Kurs. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.